So, hallo und herzlich willkommen zurück zum Reverse Engineeren. Heute wollen wir selbstverständlich wieder Magitra benutzen und zwar mit Klassen arbeiten. Klassen sind etwas, das man in jedem C++-Programm eigentlich haben wird und deswegen habe ich hier mal ein sehr, sehr einfaches, sehr kleines Beispiel auch geschrieben, das zeigen soll, wie Klassen eigentlich aussehen. Wir wollen uns das Ganze zunächst einmal hier angucken. Ich bin mal wieder in die Main reingesprungen und wir sehen hier direkt, ist ein bisschen länger, ne? Und das ist logisch, deswegen schauen wir uns einfach direkt die dekompilierte Variante hier drüben an. Und wir sehen auch hier, das Ganze ist eigentlich C-Code. Also das ist jetzt kein C++, was wir hier sehen können, sondern es ist eigentlich C-Code, den man hier, naja, ansehen kann, dass zum Beispiel einige C++-Varianten verwendet wurden. Also zum Beispiel dieses std-char traits. Ja, solche Dinge zeigen schon mal ein bisschen an, okay, das ist jetzt kein reines C gewesen, höchstwahrscheinlich. Und jetzt hat dieser Decompiler wirklich schon etwas sehr Mächtiges für euch gemacht. Denn hier sehen wir auch direkt, hier wurde eine Klasse angewandt. Hier wurde ein Element, also irgendetwas, eine lokale Variable, genannt local48. Also das Programm an sich ist jetzt nicht wirklich irgendwas, was man reversen müsste. Es ist jetzt nicht irgendwie eine Crack-Me oder sowas, sondern ich möchte an dem Beispiel einfach nur zeigen, wie Klassen aussehen. Also dieses Mal mehr oder weniger ohne Übung. Ihr dürft das dann selber machen. Okay, hier sehen wir auch diese Local48. Das war ursprünglich mal ein Integer bestehend aus zwei Integer, also quasi ein Int-Array, okay? Und hier wurde allerdings dieser Integer gecastet in ein Element. Und das ist relativ interessant. Hier sehen wir auch, hier wurde was mit einem Operator gemacht. Hier wurde ein Operator erstellt. Und hier wird dann irgendwas mit einem String gemacht. So, und dann sehen wir hier auch, und das ist ein riesiger Indikator, dass hier mit Klassen gearbeitet wird, eine Variable, die this genannt wird. This bezeichnet hier im Endeffekt genauso this wie auch im normalen Code. Ja, ist im Endeffekt nur ein Name für eine Klasse. Und genau das passiert hier drin im Endeffekt. Hier wird erstmal ein Objekt der Klasse erstellt. Und dann wird auf diesem Objekt etwas ausgeführt. Und zwar sehen wir hier dann, ja, dass im Endeffekt eine Funktion ausgeführt wird. Und wenn wir uns jetzt hier mal drüben bewegen ein bisschen, ich habe hier schon auf die Data-Types ein bisschen hingewiesen. Wenn wir Classes.out mal aufmachen, dann sehen wir, Quatsch, nicht die Data-Types. Wenn wir hier oben unter den Functions, die Functions mal klein machen, dann sehen wir hier auch direkt Namespaces. Da haben wir std. Ja? Das ist quasi der Standard-Namespace, den man in C++ eigentlich quasi immer importiert. Ja? Und hier sehen wir, dass der auch verwendet wurde. Das heißt, der ist schon mal bekannt. Und dann muss man natürlich dementsprechend auch C++ können und kennen, dass man weiß, was dieser Namespace tut, oder man googelt dementsprechend auch einfach. Beziehungsweise vielleicht ist es auch ein eigener geschriebener Namespace, aber ja, man hat hier schon mal einen Ansatz, was das Ding eigentlich genau tut. Kann man sich natürlich alles angucken, wenn man das möchte, aber braucht man eigentlich in diesem Fall hier nicht. Was auch sehr interessant ist, Klassen werden direkt erkannt. Und hier sehen wir allerdings jetzt 4 verschiedene Klassen. Wir haben hier einmal diesen Basic O-Stream. Wir haben den Basic String, das ist ein normaler String. Und wir haben Element und Init. Und das ist sehr interessant, denn Init, nun ja, keine Ahnung, was das hier genau tut, habe ich mir ehrlich gesagt auch nicht durchgelesen, interessiert mich auch nicht wirklich, weil das jedes Mal dabei ist. Aber was sehr, sehr spannend ist, ist Element. Element ist eine Klasse, die ich tatsächlich selbst geschrieben habe für dieses Programm. Und hier sehen wir auch, was das eigentlich genau tut. Wir sehen hier, naja, da passiert irgendwas mit einem Basic String. Da wird also eine Funktion genannt Basic String aufgerufen. Mal gucken, was das genau tut. Aber ja, das hier ist eigentlich irgendwie eine Funktion, wie wir auch sehen können. Und die nutzt eigentlich auch eine Variable local10, aber die verwenden wir hier drin gar nicht. Und hier sehen wir auch wieder, hier wird etwas mit einer Funktion gemacht. Allerdings, naja, man weiß ja bereits, dass eigentlich Klassen an sich auch nur eine Sammlung von Funktionen und Variablen auf einem Feld sind. Man sieht hier aber auch, dass hier ein Element übergeben wurde. Also dieses Element this ist immer dabei. Und hier passiert dann irgendwas mit diesem Element. Und hier geht es jetzt tatsächlich in die Interna von C++. Hier wird tatsächlich jetzt, also im Endeffekt eine Klasse ist ja nichts anderes als angelegter Speicher für all die Variablen, die man zur Verfügung hat, plus dann Einsprungpunkte für die Funktion. Das heißt, in einer Klasse steht quasi drin, wo man reinspringen kann und welche Variablen da drin sind. Also ja, im Endeffekt auch nur eine Sammlung an Speicher, der allokiert wird. Und genau solche Sachen finden wir dann eben hier. Allerdings sehen wir hier auch diese Klassen, die wir hier finden, also dieses C++ Element hier. Das sagt uns nicht wirklich was aus, wie es da drin eigentlich aussieht.
Zumindest diese Variante hier nicht. Wir sehen allerdings Folgendes: Wir haben hier einen Basic String und wir haben einen Return drin. So. Was auch sehr interessant ist, wenn wir jetzt mal nochmal zurückspringen zur Main, dann sehen wir hier auch, dass ein Operator verwendet wird. Und das ist normalerweise immer dieser Operator mit den zwei Spitzenklammern nach links. Das ist eigentlich bloß diese C++-Variante, um einen Output anzugeben, aber die wird hier tatsächlich nochmal separat aufgelistet. Das ist quasi hier im Standard Namespace eigentlich drin und wir sehen das natürlich auch immer direkt, weil damit wird quasi etwas ausgegeben. So, okay, das heißt, was wir jetzt zunächst einmal haben wollen, ist Folgendes. Wir haben hier offensichtlich ein Element, das aus 2 Integern gemacht wird. Dieses Element, wissen wir jetzt, ist eine Klasse. Das heißt, wir haben hier, also da wir das hier ja in ein Element reincasten, wissen wir, dass das eigentlich eine Klasse ist. So, und jetzt machen wir Folgendes hier. Wir sagen, das erste Element ist 0x109. So, das ist jetzt relativ komisch erstmal. Wenn wir da drüber hovern, sehen wir übrigens immer, dass es auch zum Beispiel in Dezimal 201 ist. Und ich verrate jetzt einfach mal so viel: Diese 201 stammen von mir, die habe ich einfach in einem Zufallsgenerator kurz generiert und einfach irgendwas reingeschrieben. Das heißt, das ist einfach tatsächlich ein Wert, der da drin steht. Der zweite Wert von diesem Local 48, also Local 48 von 1, wird hier aber tatsächlich nicht gesetzt. Stattdessen wird ein Operator noch genutzt und diese, also quasi als Variable, und dieser Operator nimmt sich dieses AB-Stack64, das heißt einen Basic String, wie wir hier sehen können, mit von 32 Länge im Endeffekt, und castet den in einen ganz komischen Typen, der höchstwahrscheinlich C++ intern ist, wie man sich schon denken kann. Das heißt, wir sehen hier auch tatsächlich Standard Allocator Jar, Standard Char Traits, Basic String, Char und so weiter und so fort. Also wir sehen hier, das Ding ist eigentlich ein Basic String, also hier vorne sehen wir den Typen, und jetzt haben wir hier Spitze Klammer auf, das bedeutet so viel wie, ich versuche es mal zu vereinfachen, hat diese Eigenschaften hier, ja, und dann sehen wir hier eben, dass das ganze Ding mehr oder weniger ein Char besteht oder aus einem Char besteht. Also quasi sehr viele Characters hintereinander, also ein String, okay? So, und dann packen wir hier diesen String hier rein und das ist im Endeffekt genau der String, den ich da auch reingesteckt habe. Und dann bauen wir erst unser This-Objekt aus einem Element sozusagen. Und dieses This-Element referenziert dann im Endeffekt auch wieder unser Local 48. Und dann sehen wir auch Operator und dann zweimal Spitze Klammer wird aufgerufen, und zwar mit This und dem, Chart Traits, okay? Also auch wieder ein Character oder mehrere Characters werden ausgegeben. Ja, und anschließend wird hier unten nochmal was ausgegeben, was dann im Endeffekt This00 ist. Dieses This00-Element wird hier oben gebaut, und zwar aus nicht unserem Local 48 von 0, sondern in diesem Fall jetzt von diesem AB-Stack64. Das heißt, die Klasse ist hier drin eigentlich komplett aufgeteilt worden, ja. Und nur mit den Elementen von der Klasse wurde hier drin weitergearbeitet. Man castet es hier trotzdem nochmal ganz kurz zu der Klasse, aber ja, im Endeffekt tut das eigentlich nicht wirklich was. Wir geben einfach die beiden Werte aus und genau das ist auch das, was intern passiert. So, das heißt, wir sehen hier Klassen, findet man zwar, aber man muss trotzdem quasi rausfinden, was die jeweiligen Klassen tun. Und das ist gar nicht so einfach meistens. Deswegen, ja, Algorithmen rauszufinden ist fast einfacher als wirklich exakte Klassenstrukturen. Und deswegen wirklich komplexe, große C++-Anwendungen zu reverse engineeren ist unfassbar viel Arbeit, und natürlich resultiert das dann in einem anderen Code im Normalfall. Das macht es allerdings natürlich nicht einfacher. Deswegen würde ich immer empfehlen, wenn man Klassen wirklich zurückführen muss auf ihr Original, ich würde empfehlen, das zu lassen. Also nicht direkt zu sagen, ich baue mir jetzt die Klasse wieder genauso zurück, wie sie ursprünglich war. Ich würde eher vorschlagen, einzelne Charakteristika rauszufinden, also quasi einzelne Funktionen rauszufinden und dort dann zu sagen, was diese einzelnen Funktionen tun, und die dann eben auch dementsprechend genau zu analysieren, und je nachdem, wenn man dann genau die Funktion gefunden hat, die man gesucht hat, also zum Beispiel bei einer Malware jetzt die Methode, mit der verschlüsselt wird, dann sucht man natürlich nach dem Schlüssel innerhalb der Methode oder man sucht raus, wohin diese Methode irgendwelche Aufrufe macht,
Und damit ist es deutlich einfacher, wie wenn man sich hier mit Klassen wirklich komplett abmüht. Aber wenn man tatsächlich hier, naja, zumindest mal Ahnung hat, wie so eine Klasse aussieht, ist das schon mal sehr viel wert. Okay, ja, das war's von meiner Seite schon wieder. Ich hoffe, es hat soweit gefallen. Nein, eigentlich war es das noch gar nicht. Ich will noch das Original Source Code Modell zeigen quasi. Das ist einfach nur das hier. Das ist relativ gering. Und jetzt möchte ich noch mal ganz kurz hier vergleichen, was hier eigentlich so abgegangen ist. Das heißt, wir haben hier auf der linken Seite den Original Source Code, auf der rechten Seite haben wir das dekompilierte. Und ja, wir sehen hier, das ist schon was komplett anderes, okay? Also wir haben hier einfach nur eine Klasse, die nennt sich Element. Das wurde richtig erkannt, weil dieser Klassenname auch tatsächlich intern gespeichert wurde. Das heißt, der steht im Skript einfach oder halt in unserem Assembler-Code einfach drin und oder in der Exe bzw. in der ausführbaren Datei. Und dann haben wir hier eben diese Public-Variablen int ID und String Name. Ja, was das genau ist, wissen wir eigentlich nicht, aber wir haben den int gefunden in dem int local 48.2 und wir haben den String Name gefunden in dem AB-Stack 64, beziehungsweise eigentlich ist das ja nur vom Stack, aber ja, das war quasi unser String, den wir hier auch verwenden konnten. Und genau, die Main macht im Endeffekt nichts weiter, als ein Element zu erstellen, dort die ID zu setzen und den Namen zu setzen und dann zwei oder beides auszugeben und dann eine 0 zu returnen. Ja, relativ simples Programm eigentlich und doch gar nicht so einfach zu reversen. Aber ich glaube, man kann da durchaus verstehen, was grob passiert und was da eigentlich auch gemeint ist. Okay, ja, das war's von meiner Seite. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss.